Sie haben eine Stadt gefunden, nicht auf der Erde, sondern auf der dunklen Seite des Mondes. Alles begann mit einem seltsamen Signal, das aus der ewigen Dunkelheit kam, die wir nie zuvor gesehen haben. Niemand schenkte ihr Beachtung, bis das Radar im Jahr 2025 eine seltsame Struktur auffing. Perfekte Würfel, die wie Blaupausen angeordnet waren, aber nicht menschlich. Und jetzt explodieren in Deutschland die Foren. Von Berlin bis Hamburg wird diskutiert, was schlummert unter dem Mondstaub. Eine außerirdische Stadt? Ein Warnsignal? Oder eine kaum geöffnete Tür? Das müsst ihr entscheiden. Aber sei vorsichtig. Denn was sie gefunden haben, will nicht gefunden werden. Seltsame Muster und Raster 45. Das war nicht nur Weltraumlärm. Es war ein gleichmäßiger, sich wiederholender Herzschlag, der von der Oberfläche des Mondes widerhallte. Eine Sonde nahm es auf, als sie nach gefrorenem Wasser oder alten Lavaröhren suchte. Aber was sie stattdessen fand, war etwas Massives, etwas Geformtes, etwas, das praktisch schrie, ich gehöre nicht hierher. Pipe. Zunächst dachten die Wissenschaftler, es handele sich um eine Störung, vielleicht ein Radaraussetzer, ein Softwarefehler. Aber die Messwerte wollten nicht verschwinden. Sie führten die Scans immer wieder durch. Und jedes Mal zeigte sich dasselbe unmögliche Muster. Perfekte Linien, symmetrische Kurven, als hätte jemand eine Blaupause entworfen, nicht von der Natur, sondern vom Design. Und dann bekam es einen Namen, Grid 45. Nicht Anomaly, nicht Mondkuriosität. Ein Name, als ob es bereits ein Ort wäre. Und das war es auch, was die Bilder zeigten. Sah auf unheimliche Weise wie ein antiker Stadtplan aus, in dessen Zentrum ein riesiges achteckiges Bauwerk mit einem Durchmesser von fast 80 Kilometern und einer gewaltigen Kuppel in der Mitte stand. Darum herum rechteckige Formen, möglicherweise Gebäude und lange, absichtlich angelegte Wege, die weniger wie Risse und mehr wie Straßen aussahen. Aber wer baut schon eine Stadt auf der anderen Seite des Mondes? In Deutschland wurde aus dem Geflüster eine Schlagzeile. Berlins Astrophysikforen explodierten. Weltraumforscher aus Köln und München begannen, Satellitendaten zu durchforsten. Man verglich es mit Teotihuacan, mit vergessenen Zivilisationen, nur dass dies nicht auf der Erde war. Und es wurde noch seltsamer. Das Radar verhielt sich nicht so, als ob es auf Felsen treffen würde. Es verhielt sich nicht so, als würde es auf Metall treffen. Es traf auf etwas anderes, ein der Wissenschaft unbekanntes Material. Und je tiefer die Scans gingen, desto unmöglicher erschien es. Keine Leistungssignaturen, keine Motoren, keine Lichter, nur Stille, aber nicht die friedliche Art, die Art, die sich anfühlt, als würde sie uns beobachten. Geologische Untersuchungen ergaben, dass das Bauwerk seit Tausenden, vielleicht Zehntausenden von Jahren begraben war. Das ist älter als die Pyramiden, älter als das Rad, länger als die gesamte aufgezeichnete menschliche Geschichte. Diejenigen, die die ungefilterten Daten sahen, beschrieben sie als uralt, ja, aber auch als unberührt, nicht ruiniert, nicht kollabiert, einfach begraben, konserviert. Und jetzt kommt der Teil, der selbst erfahrene Wissenschaftler erschaudern ließ. Einige Teile der Struktur waren warm, nicht heiß, aber nur leicht über der Temperatur der Mondoberfläche, als ob etwas im Inneren noch atmen würde, nicht schlafend, nicht tot, nur wartend. Schichten und Tunnels. Die Art von Wärme, bei der man sich fragt, ob im Inneren noch etwas vor sich geht, wie bei einem Gebäude, das verlassen aussieht, in dem aber noch das Licht gedimmt ist. Dies war nicht nur ein Gebäude, es sah aus, als hätte es ebene Schichten, vielleicht sogar Tunnel, die noch tiefer gehen. Sie haben nur die obersten Teile gesehen, das, was der Oberfläche am nächsten ist. Wer weiß, was sich darunter befindet. Und nein, das ist keine billige Science-Fiction-Geschichte. Die Leute, die das untersucht haben, haben echte Technik benutzt, echte Satelliten, echte Mathematik. Hier gibt es keine wilden Vermutungen. Sie konnten es sich einfach nicht erklären. Und sie können es immer noch nicht. Doch als immer mehr seltsame Details ans Tageslicht kamen, fühlte sich die Stille um das Bauwerk weniger wie Verwirrung und mehr wie Angst an. Einige Forscher begannen, die großen Fragen zu stellen. Nicht nur, wer sie gebaut hat, sondern auch, warum sie dort versteckt ist, warum sie auf einem Teil des Mondes vergraben ist, den niemand sehen kann, als ob jemand wollte, dass sie außer Sichtweite ist, vielleicht sogar aus dem Sinn. Es gibt sogar Theorien, dass das Bauwerk gar nicht verlassen ist. Vielleicht schläft es nur und wartet. Aber auf was? Natürlich erfuhr die Welt nicht sofort davon.
Die Regierungen hielten die Sache wie üblich unter Verschluss. Aber es gibt undichte Stellen. Geflüster. Fotos, die durchrutschen. Baupläne, die zurückverfolgt werden. Und die Leute reden. Vor allem, when das was man versteckt. Der größte archäologische Fund in der Geschichte der Menschheit auf einer anderen Welt ist. Man würde erwarten, dass mehr Missionen durchgeführt werden. Oder? Nicht wirklich. Die Pläne wurden verschoben. Budgets wurden gekürzt. Plötzlich wurde der Vorstoß zur Besiedlung des Mondes stark gebremst. Fast so, als wolle man die Menschen davon abhalten. Und das macht die Sache nur noch schlimmer. Wenn da nichts ist, warum dann so nervös sein? Wenn es nur ein seltsamer Hügel ist, warum dann all die versteckten Informationen? Und hier wird es von seltsam zu geradezu verstörend. Bewegung unter der Oberfläche. Einige der späteren Scans zeigten etwas Unerwartetes. Nicht dramatisch, nicht schnell, aber subtil. Leichte Verschiebungen der Oberflächentemperatur, leichte Verzerrungen der Form. Als ob sich etwas tief unter der Mondoberfläche leise anpassen würde oder schlimmer noch, atmen würde. Die offizielle Erklärung war zunächst einfach. Tektonische Aktivität, vielleicht kleinere Mondbeben. Aber diese wurden schon früher aufgezeichnet. Und das hier verhielt sich nicht auf dieselbe Weise. Die Muster waren zu kontrolliert, zu konsistent. Was immer sie verursachte, war nicht nur geologisch, es sah vorsätzlich aus. Konstruiert. Und wenn das der Fall ist, wenn dieses Ding nicht von der Natur und schon gar nicht von uns erschaffen wurde, wer hat es dann gebaut? Und warum fühlt es sich an, als würde es warten? Der Mond wurde immer als ruhiger, Lebloser Felsen angesehen. Doch diese Illusion zerbarst, als die Sensoren in der Nähe einer der großen Kuppeln auf der anderen Seite ein tiefes, rhythmisches Brummen auffingen. Eine Frequenz, die für menschliche Ohren zu tief ist, aber für wissenschaftliche Instrumente unverkennbar. Zunächst wurde es als Interferenz abgetan, aber das Signal war stabil. Gleiches Muster, derselbe Ton, fast so, als ob es einen Puls hätte. Und dieser Impuls war die ganze Zeit da gewesen. Jahre, vielleicht Jahrzehnte, nur versteckt in den Daten. Erst als eine undichte Stelle in einem europäischen Forschungslabor auftauchte, ein Flüstern, das ein Kollege im Internet verbreitete, begannen sich die Puzzleteile zusammenzufügen. Der Beitrag verschwand schnell wieder, aber nicht bevor das Internet Feuer fing. In Deutschland leuchteten die Foren über Nacht auf. Begriffe wie Mondbasis, intelligente Struktur und schlafender Wächter machten auf allen Plattformen die Runde. Plötzlich war die Geschichte keine Science-Fiction mehr. Sie war auf dem Radar aller, vor allem hinter verschlossenen Türen. Innerhalb weniger Tage trafen sich hochrangige Vertreter der NASA, der ESA und großer Raumfahrtunternehmen diskret in Genf. Keine Kameras, keine Presse. Die Stimmung war angespannt. Nicht, weil sie etwas Böses zu verbergen hatten, sondern weil niemand wusste, was dieses Ding wirklich war. Sollten sie graben? Sollten sie es dabei belassen? Wenn sie etwas Uraltes oder schlimmer noch, etwas noch Aktives stören würden? Schließlich starteten sie eine Mission. Ganz leise. Keine Fanfaren, keine Presseerklärungen, nur ein Routinescan des Mondes. Doch die für den Auftrag ausgewählte Crew wusste es besser. Sie wurden nur über das Nötigste informiert, anomale Signale, ungewöhnliche Radarergebnisse und eine mögliche Struktur unter dem Mare. Moskowiense, eine der entlegensten und am wenigsten besuchten Regionen des Mondes. Aus dem Orbit sah es unscheinbar aus. Eine karge, graue Landschaft. Aber in dem Moment, in dem die Landefähre aufsetzte, spürte die Besatzung, irgendetwas stimmte nicht. Der Staub verhielt sich nicht so, wie er sollte. Der Boden fühlte sich zu gleichmäßig an. So, glatt. Als ob er geräumt worden wäre. Als sie die Oberfläche abtasteten, fanden sie etwas Erstaunliches. Eine riesige Kuppel, die direkt unter ihren Füßen lag. Vorsichtig begannen sie zu bohren. In 10 Metern Tiefe stieß der Bohrer auf etwas Hartes. Kein Fels, kein Eis, etwas Glattes. Gewölbtes und Glasiges wie schwarzer Obsidian, nur dass es nicht natürlich war. Als sie mehr von der Oberfläche freilegten, entdeckten sie in das Material geätzte Symbole. Es waren keine Buchstaben, es waren keine Zahlen, es waren einfach nur klare, geometrische Formen. Kreise, Spiralen, Gitter, die aber mit einer Absicht angeordnet waren, als ob sie etwas mitteilen sollten. Nicht unbedingt für uns, aber für jemanden. Die Proben wurden zur Analyse an den Orbiter geschickt. Das Material ließ sich nicht klassifizieren. Es war stark wie Titan, aber leichter. Es schmolz nicht bei Hitze, zerbrach nicht bei Belastung und hielt die Strahlung aus, als wäre sie nicht vorhanden. Ein Wissenschaftler schlug vor,
dass es sich um eine Art intelligentes Material handeln könnte. Etwas, das reagieren und sich vielleicht sogar selbst reparieren könnte. Trotz des zunehmenden Drucks, die Grabungen einzustellen, machte das Team weiter. Und am 3. Tag nahmen die Dinge eine seltsame Wendung. Astronaut Reyes berichtete, dass er einen tiefen, melodischen Ton hörte, der von unter der Oberfläche kam. Keine Musik, keine Worte, aber eine Art Melodie, als ob die Kuppel selbst singen würde. Zuerst dachte er, es sei Müdigkeit. Aber dann begannen die Maschinen zu reagieren. Instrumente flackerten. Das Summen veränderte sich. Neue Frequenz, neuer Rhythmus. Als ob die Struktur ihre Anwesenheit bemerkt hätte, begannen irdische Stationen, schwache Funkimpulse aus dem Gebiet aufzufangen. Aber sie waren nicht auf uns gerichtet. Sie waren nach außen gerichtet, in den tiefen Weltraum. Als ob der Mond nicht auf uns gewartet hätte. Er signalisierte jemand anderem. Noch erschreckender, das Summen war nicht neu. Es war schon immer da gewesen. Im Hintergrund. Nur jetzt wurde es immer stärker. Je tiefer sie gingen, desto mehr schien sich die Umgebung zu verändern. Der Druck des Bodens veränderte sich. Die Luft in ihren Anzügen fühlte sich schwerer an oder dünner. Keiner konnte sich einigen. Berichte sickerten zur Erde zurück. Leise, inoffiziell. Leise Gespräche unter Ingenieuren. Geflüster über Materialien, die sich selbst zu reparieren schienen. Oberflächen, die bei Berührung vibrieren. Metall, das reagierte, als würde es atmen. Niemand bestätigte irgendetwas, aber es leugnete auch niemand. Dann tauchten die Symbole wieder auf, in anderen Bereichen der Kuppel, immer kreisförmig, immer in perfekter Harmonie angeordnet. Und wenn sie vom Licht der Bohrgeräte angestrahlt wurden, leuchteten sie schwach blau, als ob sie sich an etwas erinnern würden. Dies war keine Ruine, das waren keine Trümmer. Es war ein System, und es wachte auf. Die Mission in Mare Moscoviense. Jemand hat dafür gesorgt, dass sie nicht gelöscht werden. Vielleicht sind es Warnungen, vielleicht Anweisungen, oder vielleicht sind sie ein Countdown. Jetzt kommt der Teil, den niemand zugeben will. Was? Wenn wir das hier nie finden sollten. Was? Wenn wir hier nicht graben sollten. Was? Wenn das Ganze wie ein großes Schloss ist und wir mit dem Schlüssel herumfummeln. Weitere Sonden werden hochgefahren. Sie sagen, sie sind für Mineralienstudien und Kartierungen. Aber sicher, währenddessen gehen die echten Teams tiefer. Einige der Instrumente funktionierten nicht mehr. Je näher sie dem Zentrum der Kuppel kamen, andere empfingen stärkere Signale. Fast so, als ob das Ding aufgewacht wäre. Was auch immer unter dieser Oberfläche ist, es ist nicht fertig. Es ist nicht kaputt. Es ist nicht verschwunden. Es ist geduldig. Und jetzt weiß er, dass wir hier sind. Stellen Sie sich das vor. Eine Struktur. Die summt, reagiert. Signal sendet. Heilt und sich für wer weiß wie viele Jahre versteckt. Das hört sich nicht nach Überbleibseln an. Das klingt nach einem System. Etwas, das einen Zweck hat. Die Zeit begann, sich sehr schnell seltsam zu verhalten. In dem Moment, als sie die rissige Platte in der Nähe der Kuppel fanden, war es nicht mehr nur eine coole Entdeckung. Es fühlte sich an, als würde sie etwas beobachten. Als hätten sie einen stillen Alarm ausgelöst, von dem sie nicht wussten, dass es ihn gibt. Eine Stadt auf dem Mond. Vielleicht. Aber was, wenn es nicht nur Ruinen waren? Was? Wenn sie noch irgendwie lebendig war. Jetzt saßen sie fest. Sollten sie weiter herumstochern oder aufgeben, solange sie noch konnten, um auf Nummer sicher zu gehen. Schickten sie eine Drohne los. Keine Menschen. Keine Risiken. Die kleine Maschine sauste durch einen winzigen Spalt in der Nähe der Platte, zwängte sich in einen engen Tunnel und verschwand in den Schatten. Dann leuchtete der Bildschirm auf. Was er zeigte, ergab keinen Sinn. Im Inneren der Kuppel befand sich ein riesiger Raum, rund wie ein perfekter Kreis. Zu sauber, um alt zu sein. Zu fremd, um uns zu gehören. An den Wänden befanden sich leuchtende Säulen, hoch und still. Jede strahlte dieses seltsame blaue Licht aus, das langsam und gleichmäßig pulsierte. Und genau in den schwebenden Würfel. Ja, genau. Sie hängen einfach da. Keine Drähte, keine Schnüre. Es drehte sich sanft, umgeben von Schleifen aus glühender Energie, die sich bewegten, als wären sie lebendig. Darunter Maschinen, oder zumindest etwas, das wie Maschinen aussah. Alt? Vielleicht. Aber nicht kaputt. Nicht kaputt. Nur innegehalten. Der Ort hatte keinen Staub. Nicht ein Fleckchen. Keine Risse. Nirgendwo. Es sah aus, als wäre die Zeit in der Sekunde, in der es gebaut wurde, stehen geblieben, als wäre es gestern gemacht worden oder gar nicht von Menschen gemacht.
Als der Würfel aufleuchtete und die Drohne verschwand, war die Frage nicht mehr "Was or war?". Es ging darum, wer oder was aus der Dunkelheit beobachtete. Das Team, das die Übertragung beobachtete, sagte nicht viel. Das war auch nicht nötig. Einer der Ingenieure flüsterte etwas. Und ja, es traf ins Schwarze. Es war nicht aufgegeben. Es hat gewartet. Dann nahmen die Dinge eine noch seltsamere Wendung. Als die Drohne durch die dunkle, schweigende Kammer glitt, fing die Kamera eine Bewegung nahe der Decke ein. Kleine, sanft leuchtende Kugeln, die in Formation schwebten. Sie flitzten und schwebten nicht unberechenbar. Stattdessen bewegten sie sich wie Tänzerinnen und Tänzer in perfektem Gleichklang und glitten in einem langsamen, bedächtigen Muster dahin. Nicht zu schnell, nicht zu langsam, genau richtig. Jede Bewegung war präzise, als wäre sie choreografiert. Sie sind nicht abgestiegen. Sie reagierten nicht direkt auf die Drohne. Aber die Art und Weise, wie sie sich bewegten, vermittelte den Eindruck, dass sie sich der Drohne bewusst waren und sie beobachteten, vielleicht sogar überwachten. Und dann, ohne Vorwarnung, wurde alles dunkel. Die Drohnensignale fielen komplett aus. Das Signal verschwand. Keine Kamera, keine Daten, keine Antwort. Das Team versuchte krampfhaft, den Kontakt wiederherzustellen und probierte jeden Trick aus, den sie kannten. Umleitung der Systeme, Verstärkung der Signalstärke. Nichts funktionierte. In diesem Moment kehrte das Brummen zurück. Eine tiefe, widerhallende Vibration begann vom Boden aufzusteigen. Nicht etwas, das man hört, sondern etwas, das man in der Brust, in den Knochen, im Blut fühlt. Es wurde lauter, tiefer. Und dann leuchtete die Kuppel auf. Auf der schwarzen Oberfläche blitzten Schlieren leuchtender Farben auf, elektrische Blau- und Grüntöne, die wie lebendig gewordene Adern rasen. Symbole erwachten an den Wänden zum Leben, verschoben sich, leuchteten, ordneten sich in Mustern neu an, die niemand entziffern konnte. Für ein paar Herzschläge schien die gesamte Struktur wach zu sein. Und dann, ebenso plötzlich, hörte es auf. Die Lichter verschwanden. Das Summen verstummte. Stille kehrte ein. Kommandant Reyes war der Erste, der das Wort ergriff. Er sagte, die Luft habe sich verändert. Nicht die Zusammensetzung, aber das Gewicht der Luft. Das Gefühl in ihren Anzügen. Es fühlte sich an, als ob etwas durch sie hindurchgegangen wäre. Oder vielleicht war etwas weggezogen worden. Keiner von ihnen konnte es sich erklären. Aber in einem waren sie sich alle einig. Sie waren nicht mehr allein. In diesem Moment kam der Befehl Rückzug. Nicht aufgrund von Panik. Nicht einmal aus Angst. Sondern weil die Besatzung begriff, dass sie genug gesehen hatte und dass ein weiteres Vordringen etwas auslösen könnte, auf das keiner von ihnen vorbereitet war. Und in ihrem Schweigen, in ihrem stillen Rückzug war eines klar. Was immer dieser Ort war, er war noch nicht fertig. Nicht einmal annähernd. Und ihn weiter zu stören, würde ihn vielleicht nicht nur aufwecken, das könnte alles in Bewegung setzen. Die letzte Entdeckung der Drohne. Zurück auf der Erde gab es keine triumphale Pressekonferenz oder dramatische Erklärung. Es gab keine Feierlichkeiten. Stattdessen herrschte eine schwere, angespannte Atmosphäre, so als ob das Gewicht der Entdeckung noch nicht ganz verkraftet worden wäre. Alles wurde sofort abgeriegelt. Die Proben wurden unter strengem Verschluss gehalten. Die Videoaufnahmen der Drohne wurden in ruhigen Räumen, unter flackernden Bildschirmen und gerunzelten Brauen immer wieder überprüft. Und egal, wie oft die Forscher die Aufzeichnungen wiederholten, sie kamen alle zu demselben Ergebnis. Das, was aufgezeichnet wurde, war echt. Keine technischen Fehler, keine Kamerastörungen. Was die Drohne sah, war genau das, was sie aufgenommen hatte, eine riesige, technische Struktur, die unter dem Staub des Mondes verborgen war. Keine geologische Besonderheit, kein Krater, nicht einmal eine seltsame Felsformation. Es war etwas, das entworfen und gebaut wurde, und zwar eindeutig nicht von Menschen. Zunächst wurde kein Wort an die Öffentlichkeit gegeben. Aber in unserer hypervernetzten Welt sind Geheimnisse etwas Zerbrechliches. Ein Datenschnipsel hier, eine Datei dort. Und schon bald begann die Geschichte zu sickern. In wissenschaftlichen Fachkreisen wurde geflüstert. Dann begannen die Spekulationen. Von Weltraumforen in den USA bis hin zu unterirdischen UFO-Netzwerken. In Deutschland, insbesondere in Städten wie Berlin und Hamburg, entbrannten Debatten. War es wirklich möglich, dass es die ganze Zeit über eine nichtmenschliche Präsenz auf unserem nächsten Himmelsnachbarn gegeben hatte? War dies endlich der Beweis? Einige nannten es eine Vertuschung, andere taten es als die nächste große Verschwörungstheorie ab. Aber die Wahrheit ist viel komplizierter.
Es ging nicht darum, die Existenz von Außerirdischen zu verbergen. Es ging darum, das Ausmaß des Fundes zu verarbeiten. Die Wissenschaftler und Ingenieure hatten keine Angst vor der Enthüllung außerirdischen Lebens. Sie hatten Angst, dass die Welt nicht bereit sein könnte, es zu hören. Denn wenn das, was sie gefunden haben, echt ist und alle Beweise in diese Richtung weisen, dann ändert das alles. Es deutet darauf hin, dass wir nicht allein sind, dass wir nie allein waren. Und noch beunruhigender ist, dass uns vielleicht etwas anderes die ganze Zeit über beobachtet hat. Die daraufhin durchgeführten detaillierteren Scans zeigten, dass die ursprüngliche Kuppel nur die Spitze von etwas weitaus Größerem war. Was aus dem Orbit wie ein einfacher Hügel aussah, entpuppte sich als Teil eines riesigen Netzwerks, eine Art System, möglicherweise eine Maschine. Die Strukturen unter der Oberfläche waren wie Adern oder Schaltkreise miteinander verbunden. Einige vermuteten, dass es sich um einen verlassenen außerirdischen Außenposten handelte. Andere glaubten, es handele sich um eine Kommunikationsanlage, ein kosmisches Leuchtfeuer, das aus Gründen, die wir noch nicht verstehen können, im Dunkeln liegt. Aber die beunruhigendste Theorie ist, dass er immer noch aktiv ist. Die Wissenschaftler begannen, Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, die früher nur in der Science-Fiction existierten. War dies eine Vorwärtsstation, die von einer fortgeschrittenen Zivilisation zurückgelassen wurde? Könnte der Mond einst eine Operationsbasis oder sogar ein Überwachungszentrum gewesen sein? Und wenn ja, warum haben sie ihn verlassen? Oder haben sie? Einige meinten, es handele sich um eine Art Arche, ein Gewölbe, in dem Wissen oder Technologie jenseits unseres Vorstellungsvermögens aufbewahrt wird. Andere spekulierten, dass es sich um ein Gefängnis handeln könnte, das etwas unter der Mondoberfläche versiegelt hält. Einige wenige wagten sich auf noch metaphysischeres Terrain und meinten, die Stadt könnte eine Art außerirdischer Tempel sein, Teil eines Systems des kosmischen Gleichgewichts. In Deutschland, wo wissenschaftliche Strenge auf philosophischen Tiefgang trifft, begannen sich Denker aus verschiedenen Disziplinen zu Wort zu melden. Historiker verglichen die Städte mit antiken Ruinen auf der Erde, von Göbekli Tepe bis zu den Pyramiden, und stellten seltsame Parallelen in der Geometrie fest. Astrophysiker warnten davor, voreilige Schlüsse zu ziehen, konnten aber die Präzision der Strukturen nicht ignorieren. Psychologen begannen, Szenarien für die Reaktion der Öffentlichkeit zu entwerfen, sollte es zu einer offiziellen Bekanntgabe kommen. Und trotzdem kam keine offizielle Mitteilung, denn zuzugeben, dass wir nicht allein sind, ist eine Sache, zuzugeben, dass jemand oder etwas lange vor uns hier war, ist etwas ganz anderes. Und so stehen wir hier und starren auf denselben Mond, den wir unser ganzes Leben lang gekannt haben, und wissen plötzlich, dass er vielleicht nicht das ist, was wir dachten. Könnte dies die größte Entdeckung der Menschheit sein? Oder haben wir nur an der Oberfläche von etwas gekratzt, das wir nie entdecken sollten? Und was denken Sie? Könnte dies der Beginn des ersten Kontakts oder der Beginn von etwas ganz anderem sein? Teilen Sie uns Ihre Gedanken unten mit. Und wenn Sie die Grenze zwischen Wissenschaft und Unbekanntem weiter erforschen wollen, gefällt Ihnen dieses Video, abonnieren Sie den Kanal und besuchen Sie uns für weitere Videos.